Trennungen können echt wehtun. Oder es entsteht ein Stellplatz für was Schickes Neues. Wir haben die Reichweite bei Autoscout24. Millionen potenzieller Käufer suchen nach ihrem neuen. Und das ist natürlich deine Chance, dein Auto erfolgreich bei uns zu verkaufen. Verkaufen auf unserer Seite bei Autoscout24 ist mega easy. Trotzdem gebe ich euch noch ein paar Tipps und ein paar Tricks für den besten Preis. Einfach in wenigen Minuten dein Inserat online stellen. Auf dem Marktplatz Millionen von Interessenten erreichen. Verhandeln und Top-Verkaufspreise erzielen. Das Basisinserat ist kostenfrei. Optional kannst du eine bessere Platzierung zubuchen. Aber bevor es losgeht, musst du erstmal dein Auto in eine Topform bringen. Damit du dein Auto für den Verkauf optimal auf Hochglanz bringen kannst, haben wir ein paar hilfreiche Tipps für dich in unserem Autoratgeber zusammengestellt. Dort findest du alles über die gründliche Reinigung, Entfernung von Kratzern und vieles, vieles mehr. Eine gepflegte Optik fördert deine Verkaufschancen. Nach der Aufbereitung ist dein Auto bereit für ein paar aussagekräftige Fotos. Hast du gewusst, dass Anzeigen mit mehreren Fotos tendenziell mehr Anfragen erhalten? Wir empfehlen Bilder von allen Seiten, Detailansichten und im Querformat zu machen. Wichtig, Nummernschild abdecken. Diese eignen sich für die Fotogalerie deines Inserats am besten. Achte zudem auf gute Lichtverhältnisse, einen ansprechenden Hintergrund und eine hohe Bildauflösung. So präsentierst du dein Auto perfekt. Beim Erstellprozess zeigt dir ein Schema, wie du dein Auto am besten fotografierst. Cool, oder? Ein wichtiges Tool für dich ist die Autoscout24 Fahrzeugbewertung. Klar, es ist dein Baby und dein Traumauto vielleicht gewesen, aber Traumpreise helfen dir nicht beim Verkaufen. Und deshalb geben wir dir eine Verkaufsempfehlung für den Preis. Wie machen wir das? Wir scannen dein Auto und vergleichen das mit anderen Autos, die ähnliche Ausstattung haben. Und empfehlen den Verkaufspreis, online und kostenlos. Dann geht's zur Dateneingabe. Dafür brauchst du die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Hier übernimmst du alle Daten, bitte korrekt eintragen und auch alle optionalen zusätzlichen Ausstattungen, Umbauten, alles mit eintragen. Ist ganz wichtig für den Verkauf. Leider passieren dabei immer wieder Fehler. Das heißt, die Angaben in der Anzeige sind nicht korrekt. Um ganz sicher zu gehen, gebt die Fahrzeugscheinnummern ein oder scannt die VIN-Nummer. Dann habt ihr eine exakte Angabe, was für Daten das Auto hat. Wir von Autoscout24 geben dir die volle Kontrolle über deinen Verkaufsprozess. Hier noch ein paar Tipps dazu. Übrigens, ein seriöser Käufer stellt immer klare und präzise Fragen. Wartungszustand, Kilometer, Ausstattung. Wenn er so lapidar fragt und irgendwie desinteressiert ist, das könnte ein unseriöser Käufer sein. Ja, wichtig sind auch nachvollziehbare Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Also es kann ja jemand aus Holland anrufen, aber das sollte wie eine Nummer aussehen und er sollte auch wie ein Holländer klingen. Und natürlich die E-Mail-Adressen sollten am besten hinten Yahoo, Google oder was es so gibt haben und nicht reine Zahlenkombinationen oder ähnliches sein. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, wenn sowas ist, dass der Käufer nicht seriös ist oder man auf den Bot reinfällt. Lasst euch auf keinen Fall bedrängen. Seriöse Käufer wollen sich ein Auto angucken, vielleicht eine Probefahrt machen und haben noch Fragen. Wer sofort kaufen will, da ist meistens ein Haken dran. Auch bei den Zahlungsmodalitäten ist Vorsicht geboten. Ein seriöser Käufer zahlt bar vor Ort oder macht eine gängige Überweisung. Wenn jemand im Vorfeld bezahlen will, mit ganz komischen Schecks kommt, irgendwas unseriös wirkt, Hände weg. Und richtig Vorsicht ist geboten, wenn dir einer mehr bietet, als du in der Anzeige reingeschrieben hast. Dann auf jeden Fall die Hände weg. Ein bisschen verhandeln ist okay, aber mehr bieten und sofort zahlen, Dass ein Käufer aus dem Ausland kommt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Wenn er aber ganz komplizierte Transportvereinbarungen möchte oder ganz schwierige Zahlungsvereinbarungen haben möchte, wie gesagt, seriöse Käufer wollen sich das Auto angucken und eine Probefahrt machen. Wenn sie das ablehnen und dann vielleicht noch eine dritte Person ins Spiel kommt, die die Transaktion durchführen soll, dann ist wirklich, wirklich Vorsicht geboten. So, es gab die ersten Kontaktanfragen, der erste Besichtigungstermin ist vereinbart, jetzt ist dein Verhandlungsgeschick gefragt. Präsentiere dein Auto gut an einem öffentlichen Ort und wenn du eine Frau bist, nimm bitte einen Begleiter mit, zu deiner Sicherheit. Ganz wichtig ist beim Verkaufen, weis den Käufer darauf hin, auf Kratzer, vielleicht reparierte Unfallschäden oder Mängel am Auto. Das gibt erstmal einen seriösen Eindruck von deiner Seite aus und zweitens bist du gesetzlich sogar dazu verpflichtet. So, und dann kommt zur Probefahrt. Vor der Probefahrt lass dir bitte den Führerschein zeigen und den Personalausweis, ob alles korrekt ist. Und lass dir einen Pfand geben, wenn der Käufer alleine fahren will. Wenn du mitfährst, auch okay, was nicht schlecht sein kann. Ganz wichtig ist hier, nicht den Käufer die ganze Zeit zuschwallen sozusagen, sondern lass ihn einfach Fragen stellen und die beantwortest du dann korrekt. So, wenn das Verkaufsgespräch super gelaufen ist und die Probefahrt auch, geht's ans Verkaufen. Bargeld lacht ist immer schön, bei höheren Beträgen entweder PayPal oder Sofortüberweisung. Unabhängig davon, ob eine Privatperson kauft oder ein Händler. Übrigens, einen Kaufvertrag findest du bei uns auf der Seite zum Runterladen. Also du möchtest dein Auto ganz einfach verkaufen, lade dir die kostenlose Autoscout24 App runter, erziele einen Bestpreis für dein Auto und das Ganze
Ganz easy, wie du gesehen hast.